Guten Morgen. Wir fahren jetzt auf dem Alpen-Adria-Radweg von Salzburg bis nach Villach. Der Alpe-Adria-Radweg führt von Salzburg nach Grado an der Nordküste der Adria. Wir sind ihm auf dem Weg zum Red Race 96 Hours von Salzburg bis nach Villach gefolgt. Ein Tag, 192 Kilometer. Der gesamte Weg ist 415 Kilometer lang mit 5410 Höhenmetern. Wer mehr wissen möchte, folgt dem Link zum Radweg in der Videobeschreibung. Von Salzburg aus führte uns der Alpe-Adria-Radweg zunächst auf schönen kleinen Radwegen an der Salzach entlang. Später häuften sich die Radstreifen an Straßen mit regem Verkehr. Im Nachhinein haben wir geschaut, ob es andere Möglichkeiten gibt. Anders planen geht aber tatsächlich nicht, da es in dem Tal nur diese eine Straße gibt. Die Straßen mit viel Verkehr haben uns ganz schön gestresst. Umso schöner waren die Abschnitte auf Radwegen, denn hier konnten wir durchatmen, die Landschaft genießen und die Gedanken schweifen lassen. Ab Bischofshofen verlief der Radweg wieder abseits der großen Straße. Das war wieder mehr nach unserem Geschmack. Und apropos Geschmack, wir hatten schon ganz schön Hunger und überlegten, wo wir denn einkehren könnten. Nein, das ist keine Siegespose. Seit dem Seven Serpents habe ich ein paar muskuläre Probleme durch die Haltung auf dem Rad. Einige Muskeln verkrampfen schnell und das schmerzt arg. Regelmäßig die Schulterblätter zusammenziehen hilft. Das Tal hier ist mit dem Zug fast schöner. Da fährt man so ein bisschen abseits. Jetzt machen wir das vielleicht gleich nochmal. Also das Tal ist mit dem Zug fast schöner. Da fährt man halt so ein bisschen abseits, schlängelt sich durchs Tal. Aber hier der Radweg, der geht halt immer an der Straße lang. Das ist ein bisschen oll. Endlich essen! Und für jeden von uns einen halben Liter alkoholfreies Weißbier und einen halben Liter Cola. Das würde uns später noch etwas zu schaffen machen.
hier hoch in Bad Gastein und nach Bad Gastein. Das war mega anstrengend, so nach dem Essen und einem Liter trinken. War Schließlich erreichten wir die Tauernschleuse. Zwischen Böckstein und Malnitz fährt stündlich ein Zug durch den Berg. Darin gibt es 50 Stellplätze für Fahrräder, die aber nicht vorher reserviert werden können. Kannst du mal? Wir haben unsere Tickets dann auch erst vor Ort gekauft. Nach 11 Minuten Zugfahrt rollten wir auf der anderen Seite weiter. Von Malnitz aus wollten wir eigentlich eine andere Abfahrt nehmen. Die war jedoch wegen Bauarbeiten gesperrt. Später entdeckten wir dann diesen liebevoll gestalteten Pausenplatz und hielten natürlich an, um uns das Ganze mal genauer anzuschauen. Es gab sogar eine Erste-Hilfe-Box mit allem Drum und Dran. Hier waren wir letztes Jahr schon. Und zwar sind wir da auf einer Bikepacking-Tour über die große Glockner Hochalpenstraße gefahren. Und zwar mit Schnee, mitten im August. Könnte ich. Rückenwind und keine Höhenmeter. Hier kamen wir schnell vorwärts. Hier dann nicht mehr. Hätte ich doch noch Lust auf ein Eis. Nick hat sich mega gefreut, ein paar Schotterwege im Drautal kennenzulernen. Denn als er in Villach wohnte, hatte er nur ein Rennrad. Damit ging das nicht. Es ist so schön, den Dobratsch wiederzusehen. Und immer dieses dezente Knacken von Sandras Tretlager. In Ljubljana haben wir dann das Tretlager austauschen lassen. Das war schon ziemlich durch. Danach war ein Teil des Knackens weg. Aber es gab wohl mehrere Ursachen. Zu Hause haben wir dann eine Tiefenreinigung der Kette durchgeführt. Das hat es dann später endlich gerichtet und seitdem knackt das Rad nicht mehr. Und dann waren wir in Villach, unserem Ziel der heutigen Etappe. Wir rollten an Nicks alter Wohnung vorbei und direkt zum Eisladen. Am nächsten Tag würden wir der Draufluss aufwärts folgen, den alten Leubelpass überqueren und weiter nach Ljubljana radeln.
Dort hatten wir 1,5 Tage Pause bis zum Start des Red Race 96 Hours. Also dich aufs Eis?